Alexandra, frage die Karten, zeigen mir einen Weg. Hallo zusammen, ihr Lieben. Schön, dass ihr wieder da seid zum Zuhören bei mir. Mich gäbe es ja ohne euch gar nicht. Das muss man sich immer wieder zu Gemüte führen. Ja, bevor ich heute anfange, möchte ich kurz was sagen. Denkt immer daran, das sind kollektive Legungen. Das ist eine Energie, die aufgeschnappt wird mit den Karten, die gilt für niemand persönlich. Man kann damit resonieren, muss es aber nicht. Es ist leider so, dass ich es immer zum Thema machen muss. Man kann mit kollektiven Legungen sich auch verrennen, ja. Wobei ich da einfach sagen muss, die Selbstverantwortung ist auch wichtig. Ihr habt zum Beispiel auch sehr viele Fernsehprogramme und seid dafür verantwortlich, welche Filme ihr euch anseht und was es eben mit euch macht. Und ich verzichte mittlerweile schon auf viele Dinge, zum Beispiel auf Zeitangaben oder so, weil es einfach nicht sein muss. Man unterstützt damit, dass man in einer Erwartungshaltung ist und das sollte man sowieso nicht sein. Das Leben ist Veränderung. Alles kommt, wie es kommt. Manches können wir steuern, manches nicht. Und ich versuche hier zu vermitteln, wie wir damit umgehen, wenn verschiedene Sachen in unser Leben kommen. Und das kann von euch auch jeder anders sehen. Ich spreche nur für mich. Und ja, manchmal ist es auch besser, man hört sich nicht so viel Kartenlegungen an, weil es einen durcheinander macht. Oder weil man alles auf sich projiziert. Ne? Das wollte ich einfach nur noch mal sagen. Und jetzt gucken wir, was die nächsten 72 Stunden für kollektive Energien verfügbar sind. Wir haben hier Erkenntnisse und Erscheinungen, also seid achtsam. Irgendwas möchte sich irgendwo zeigen. Das kann jetzt hier im Bereich der Finanzen sein. Oder die Finanzen haben irgendwas hier mit zu tun. Es kann unter Umständen um eine Fluktuation in den Finanzen gehen, wo man so ein bisschen, ja, ich sage mal, unsicher wird. Wir haben das Fortgehen, das Verlassen von unguten Situationen. Und wir haben das Ausruhen dabei. Also hier kann sehr gut sein, man investiert sehr viel in eine Situation, in ein Projekt, in irgendetwas, was eigentlich schöner aussieht, als es wirklich ist. Und hier sind vielleicht schon sehr viele Zeichen, aber man ignoriert es, man ist sehr fokussiert, man macht sehr viel. Und hier kommt eben die Botschaft, vielleicht ist irgendwas nicht ganz der richtige Weg oder die richtige Richtung. Ruh dich aus, treibe dich nicht immer nach vorne, bewahre deinen Glauben, bau auf das, was du hast. Hier ist sogar die Aufforderung, weniger ist mehr, ne? Denn die Finanzkarte hier, die weist zwar auf eine Veränderung hin, aber irgendwo auch auf eine Belohnung für gewissenhaftes Arbeiten. Und hier investierst du in irgendeine Situation immer weiter, obwohl es nicht sein müsste. Hier wirkt das Prinzip von Ursache und Wirkung. Hier hat man sich schon aktiv bemüht und hier darf man eben gucken, welche Schritte man unternimmt. Dabei gucken, wo liegen die Zeichen, wie ist das Timing, wo muss ich irgendetwas reduzieren, um zu empfangen im Prinzip auch. Ne? Hier ist ein Ausgleich. Hier sehr achtsam sein. Nicht vom Glauben abfallen, wenn mal irgendwas mal kurz in eine andere Richtung geht. Ich glaube, das Problem haben auch viele. Manchmal dauert es, bis ein Endresultat eben da ist. Und in der Zwischenzeit passieren 1000 andere Dinge. Und man darf überlegen, ob man dann im Glauben bleibt oder ob man sagt, oh, jetzt ist alles verloren. Ne? Also dieses Unsichere muss man eben auch mal durch. Hier wartet eine Belohnung auf uns. Ja?
man kriegt, was man dem Universum gibt oder was man hineingibt, auch irgendwo zurück. Manchmal aber nicht von der Stelle, bei der wir es denken. Hier haben wir schon das Vertrauen, die eigene Größe in der Mitte. Möglicherweise ist hier eine gewisse Sehnsucht. Man fühlt sich irgendwie auch alt und ausgelaugt oder man hat so dieses Gefühl, ich komme hier nicht vom Fleck, ich muss stark im Vertrauen bleiben. Diese Situation, wo wir jetzt hier mit der Karte das Fortgehen haben, hier haben wir das Schiff in der Mitte, ne? Heißt vielleicht auch, nimm dich mal raus, ja? Beende irgendetwas, was dir nicht gut tut, geh mehr ins Vertrauen, such dir kürzere Wege. Hier haben wir auch so, ja, es passt jetzt vielleicht irgendwie dazu, weil wir haben ja Erkenntnisse und Erscheinungen dabei. Hier haben wir eine Situation, wo wir auf der bewussten Ebene sehr belastet sind und hier möchte sich etwas zeigen und wir sehen es nicht, weil wir zu verkopft sind. Hier kann auch ein Erbe der Genetik irgendwie sein, ne? Dass man sagt, was habe ich gelernt? Ich muss immer meinen Mann stehen, ohne mich geht es nicht. Ich habe jetzt noch keinen gesehen, der weitergemacht hat über seine Grenzen und dann das Bundesverdienstkreuz gekriegt hat. Deshalb musste ich das auch bitter feststellen. An manchen Punkten muss man einfach sagen, die Richtung stimmt für mich nicht mehr. Und ich überlege mir, vielleicht mal aus einer Situation rauszugehen, einen Schritt zurückzutreten, um dann aus einer neutralen Ebene wieder besser oder klarer zu sehen. Hier ist auf der bewussten Ebene klar, dass irgendetwas einen Umbruch braucht, dass irgendetwas zu schwierig ist, um es aufrecht zu erhalten. Hier kann man ein Schattenthema integrieren, das man vielleicht in Bezug auf Finanzen und Ausruhen hat. Schwaben ist natürlich das beste Beispiel für den Glaubenssatz, ne? Schaffe, schaffe, Häusle baue. Ausruhen gibt es hier nicht. Das sind dann immer die faulen Leute. Ob die können oder nicht, das ist dann nicht so wirklich wichtig. Aber ja, hier geht es um dich, um deine Emotionen, um dein Gefühl. Hier liegen Menschen mit dabei, die unterstützend sind. Das können Freunde sein, das können Leute sein, die auch erst noch ins Leben treten. Können auch Menschen von weiter weg sein. Kann auch sein, wenn wir hier Ausruhen haben, dass du dich mal rausnimmst und irgendwelche Leute besuchst, die dich einladen auf eine Reise oder die dich gern in ihrer Nähe hätten. Wir haben ja die Reisekarte in der Mitte. Ja, man fühlt sich blockiert, ne? Man hat hier Hindernisse emotionaler Art oder auch so dieses Ding, nenne es im Vertrauen bleiben. Aber ich glaube, dass die Hindernisse hier auch hausgemacht sind, ne? Sie liegen in unserem eigenen Haus. Die bewusste Ebene ist sehr belastet. Und hier darf man sich mal auf den Weg machen, wieder zu sich selbst zurück. Ja, aus dem Umfeld liegen Impulse, die Neubeginne mitbringen. Es kann ja im kleineren Bereich sein. Es können auch die Kindertage, die Schatten der Kindertage sein, die hier gemeint sind, die immer wieder für das Weitermachen stehen, obwohl man jetzt mal einen Gang zurückschalten müsste. Vielleicht tragen wir unser inneres Kind auch sehr nach außen im Moment oder es wird wahrgenommen. Möglicherweise geht es auch um Kinder. Ja, hier ist die Befürchtung, dass irgendetwas kommt, was reinhaut. Ganz einfach, ne?
Hier ist die Befürchtung vor Verlusten, hier ist die Befürchtung vor Verletzungen, hier denkt man, man wird irgendwie überrollt. Gleichzeitig wartet hier die Ernte. Ja, und hier geht es um uns selbst, um unser eigenes Leben, um unsere eigene Lebensreise, um das Überwinden auch von Befürchtungen, um das sich nicht selbst im Weg stehen. Hier ist Kommunikation sehr wichtig, vielleicht sind Gespräche irgendwelcher Art hier, die auch auf der emotionalen Ebene als Ballast irgendwie liegen. Es kann auch hier sein, dass man eine kurze Zündschnur hatte und irgendwas entladen hat, was dann wiederum für Konflikte sorgt oder für Hindernisse. Zugleich habe ich hier die Aufforderung, irgendwo, dass ein Gespräch, eine Nachricht, ein guter Impuls sein kann. Dinge, wo man denkt, die sind eigentlich zu tief, um dass wir sie mit Oberfläche betrachten können, ins Rollen zu bringen. Hier steht man auf zu seiner eigenen Kraft. Ja? Man lebt sein Leben, man betreibt Selbstfürsorge, man integriert Schatten, man lässt sich nicht ausbremsen. Auch beim Nein sagen. Hier kann sich etwas nach Stillstand anfühlen. Ne? Und jetzt kommt unten das Pendant. Ne? Ihr kennt doch alle das Sprichwort. Wer schneller sein will, muss langsamer machen. Da haben wir das Pendant. Stillstand und Vorangehen. Hier ist der Sumpf drauf. Das ist schon klar, ne? Dass man da irgendwo im Morast steckt oder man hat das Gefühl, dass das Leben in manchen Bereichen aus dem Tritt ist oder vielleicht sogar stillsteht. Hier ist ja der Wunsch nach Weiterkommen, aber die Gefahr der Verausgabung auch recht groß. Es macht etwas keine Fortschritte. Und es geht auch darum, hinter die Fassade zu gucken der Dinge, ne? Wenn sie nicht im Fluss sind. Hier ist irgendwo etwas Unbewegliches. Und die Karte sagt einfach, hier ist der erste Schritt zur Bestandsaufnahme und zur Befreiung aus der Stagnation, festzustellen, wo genau man sich befindet und wie die Situation genau aussieht. Die Seele, die liegt hier in der näheren Zeit, die liebt die Wahrheit. Und es geht darum, ein bisschen zu gucken, wo die fauligen Stellen sind oder wo Unkraut wächst, anstatt sie zu ignorieren oder wegzugucken. Festzustellen, wo funktioniert was, warum nicht. Also dieses Reflektieren ist hier sehr wichtig. Und man kann hier dann trotz allem beginnen, wenn man diese Bilanz gezogen hat, in kleineren Schritten aufzuräumen, die Hindernisse wegzumachen. Die Aufforderung ist hier natürlich auch, oder der Gedanke dahinter, steckt man in einem Sumpf fest, ist es die beste Idee, da noch mit den Füßen zu strampeln oder sich in Ruhe Schritt für Schritt aus dem Morast zu befreien. Wir gucken ja hier direkt auch in den Umbruch rein aus dieser Situation. Und das Thema ist hier einfach, dass wenn wir uns aus diesem Sumpf Schritt für Schritt befreit haben, das machen wir, indem wir Tempo rausnehmen, anstatt Tempo zu erhöhen, dann kann hier wieder was gedeihen und wachsen. Hier ist eine grüne Landschaft, da ist Gras drauf, ne?
Man kommt wieder mehr in diesen Flow, dass die Bedürfnisse erfüllt werden und dass das Leben das vermehrt, was man braucht. Und das auf Optimale, auch zum Besten aller oder zu deinem, unserem eigenen Besten. Bin ich gerade ein bisschen betroffen, es ist eigentlich ganz klar. Und trotzdem verharrt man manchmal in so Dingen. Welches Krafttier geht hier noch mit? Guckt mal, wie toll die Biene, das passt so wunderbar. Hier ist die Schicksalswende zu sehen. Die Karte sagt klipp und klar, dass wir an einem Punkt sind, an einem Wendepunkt. Dass das Schicksal es gut mit uns meint und dass es uns deshalb alte Strukturen aufzeigt, die nicht mehr dienlich sind. So ein Aufbrechen auch. Und es geht darum, sich zu lösen, um sich neu zu binden. Manches ist manchmal vielleicht auch mühevoll, man denkt, man kriegt es nicht weg oder los, aber es geht gar nicht darum, etwas loszukriegen. Es geht auch darum, die Dinge anzunehmen, wie sie sind. Wir können bestimmte Sachen nicht mit der Schere abschneiden, aber man kann lernen, damit umzugehen. Und hier sind so die Anleitungen Schritt für Schritt, die hier auch kommen, die man wieder empfindet. Gute Kräfte, die einen begleiten und die Süße des Lebens, die wieder mehr ins Leben kommen will. Ein bisschen Freiheit schwingt hier auch mit. Und diese Biene bestäubt hier die Pflanze und arbeitet an dem, dass das Gute sich vermehren kann. Wir lassen das so stehen. Ich möchte das nicht mehr zerreden. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Ich drücke euch bis Freitag.